In dieser vierteiligen Videoserie dokumentiere ich den Bau einer multifunktionalen Werkbank. Es ist bereits die zweite Werkbank, die ich mit einigen Veränderungen gebaut habe. Sie ist etwas größer und mit einer Veritas-Spannzange ausgestattet. Der LS Positioner von Incra wird als universeller Parallelanschlag zum Beispiel für die Kreissäge oder die Tischfräse verwendet. Die 3D-CAD-Daten für Autodesk Inventor hatte ich bereits von meiner ersten Werkbank erfasst und musste nur einige Eckdaten ändern. Jedes Teil ist millimetergenau erfasst. Für die Fertigung können einzelne Zeichnungsdarstellungen mit den genauen Bemaßungen ausgedruckt werden. Ich verwende wieder eine 30 mm starke Siebdruckplatte für die Unterkonstruktion und die Tischplatte. Die Zagenkonstruktion, Anschlagbretter und Spannbacken werden aus 24 mm Birke Multiplex gefertigt. Nach dem Zuschnitt der Platten werden die Zagen mit Hilfe von Lamellos und Taschenlochschrauben mit der Tischplatte verbunden. Eine 30 mm starke Siebdruckplatte und eine 24 mm starke Birke Multiplexplatte werden beim Holzfachhandel abgeholt. Beide Platten wurden vor Ort noch mit einem Transportschnitt versehen. Die Zuschnittplanung und Optimierung habe ich mit der kostenfreien Demo-Version von Woodworks gemacht, die für diese Zwecke locker ausreichte. Mit der längsten Führungsschiene von Festool beginne ich nun mit dem Zuschnitt der 2,5 Meter langen Siebdruckplatte. Nachdem eine gerade Kante gesägt wurde, wird die Platte auf das benötigte Maß abgelenkt. Mit dem Parallelanschlag können nun absolut wiederholgenau mehrere Teile gleicher Breite geschnitten werden. Dieser wird am Anfang und Ende in die Führungsschiene eingeschoben, fixiert und die Anschlagreiter auf das benötigte Maß eingestellt. Für den Zuschnitt von Multiplexplatten eignet sich am besten ein Feinzahnsägeblatt. Ich verwende hier eines mit 48 Zähnen, um Ausrisse möglichst zu vermeiden. Hier die 4 langen Zagen, die ebenfalls mit dem Parallelanschlag geschnitten wurden. Den weiteren Zuschnitt, vor allem Kappschnitte, mache ich nun auf meiner kleineren Multiwerkbank, über dessen Bau ich schon einmal ein Video veröffentlicht habe. Der Tiefenanschlag der Kreissäge wird auf die Stärke des Plattenmaterials eingerichtet und die Drehzahl auf höchste Stufe gestellt. Nachdem die Stromversorgung und die Staubabsaugung angeschlossen wurden, werden die Teile für die Füße der Unterkonstruktion abgelenkt. Dazu wird zunächst das eine Ende rechtwinklig abgesägt. Hier steht meine Werkbank noch in einem sehr kleinen Werkraum. Dank der Rollen ist die Werkbank mobil und kann leicht verschoben werden, um auch längere Werkstücke bearbeiten zu können. Das Teil wird gedreht und die abgesägte Fläche am Anschlagreiter angelegt. Ein Rollenbock dient als Stütze des Werkstücks, damit es nach dem Schnitt nicht herunterfällt. Die Führungsschiene wird heruntergeklappt. Bei schmalen Werkstücken sollte die Führungsschiene mit anderen Werkstücken gleicher Stärke unterlegt werden, damit diese nicht durch das Gewicht der Kreissäge durchhängt. Nach und nach können die einzelnen Segmente der Unterkonstruktion auf ein einheitliches Maß abgelenkt werden. Bei mehreren Bauteilen gleicher Dimension kommt es oft gar nicht so sehr auf das absolute Maß an. Viel wichtiger ist es, dass alle Teile die gleichen Maße haben. Das erreicht man mit einem einmal eingestellten Anschlag. Dank der Zuschnittoptimierung mit der kostenfreien Demo-Version von Woodworks hält sich der Verschnitt sehr in Grenzen. Hier nun der Zuschnitt der Querzagen von der Unterkonstruktion. Nach meiner Erfahrung ist es nicht notwendig, das zu sägende Bauteil vor dem Schnitt festzuspannen. Dieses liegt ja fest am Anschlagbrett an und wird zusätzlich durch die Führungsschiene und deren Moosgummistreifen an der Unterseite fixiert. Mir ist es bisher noch kein einziges Mal vorgekommen, dass etwas während dem Schnitt verrutscht ist. Das Werkstück wird gedreht und der Anschlagreiter am kurzen Anschlagbrett auf 150 mm eingestellt. Das entspricht der Breite der Querzagen von der Unterkonstruktion. Die Kante, die am Anschlagbrett anliegt, wird immer kleiner. Daher schiebe ich den Anschlagreiter auf der anderen Seite ganz bis an das Werkstück, um ein Verrutschen zu verhindern. Es ist erstaunlich, wie präzise auch solche Sägeschnitte mit sehr schmalen Werkstücken auf der Werkbank gelingen. Das ist ja eigentlich eher eine Aufgabe für die Kreissäge mit Parallelanschlag. Man sieht hier sehr deutlich, wie exakt das zuvor am Anschlagreiter eingestellte Maß über die gesamte Länge des Werkstückes passt. Auch die zweite Querzage der Unterkonstruktion wird auf diese Weise zugeschnitten. Der Anschlagreiter wird auf ein neues Maß eingestellt und mit einem Sterngriff fixiert.
Bevor das Auflagebrett für die Führungsschiene zugeschnitten werden kann, muss der Tiefenanschlag der Kreissäge auf die neue Plattenstärke von 24 mm eingestellt werden. Dieser wichtige Schritt darf auf keinen Fall vergessen werden, da man sonst zu tief in die Werkbankplatte sägt. Hier ist das zu sägende Bauteil zu kurz, um eine vollflächige Auflage für die Führungsschiene zu bieten. Daher wird ein Bauteil gleicher Plattenstärke angelegt und mit dem anderen Anschlagreiter fixiert. Damit die Führungsschiene durch das Gewicht der Kreissäge nicht durchhängt, wird noch eine weitere Platte im vorderen Bereich unterlegt. Hier nun die beiden Brettchen, die als Auflage für die Führungsschiene im vorderen und hinteren Bereich dient. Gemäß der Zuschnittoptimierung werden die weiteren Bauteile zugeschnitten. Nachdem nun alle Teile fertig zugeschnitten wurden, wird mit der Zagenkonstruktion der Werkbankplatte begonnen. Diese bietet Stabilität und verhindert ein Durchhängen der schweren Siebdruckplatte. Bei meiner ersten gebauten Multiwerkbank hatte ich die Zagen mit der Werkbankplatte unter Verwendung von PU-Leim und Lamellos verleimt. Diesmal habe ich die Zagen nur mit der Tischplatte verschraubt und keinen Leim verwendet. Das hat den großen Vorteil, dass die Tischplatte nach langer intensiver Nutzung gegebenenfalls ausgetauscht werden kann. Die Lamellos habe ich trotzdem verwendet, damit alles in der richtigen Position fixiert ist. Sie geben zusätzlich Stabilität. Die Fräsungen für die Flachdübel werden in die Werkbankplatte und in die Zagen mit einer Flachdübelfräse eingebracht. Diese Flachdübel heißen auch Lamellos und bestehen aus Buchenholz. Ich verwende diese sehr gern, da sie auch kleinere Ungenauigkeiten beim Fräsen verzeihen, im Gegensatz zu Runddübeln. Lamellos gibt es in verschiedenen Größen. Ich verwende hier die Größe 20. Da die Schlitze in den meisten Fällen nicht genau in der Kantenmitte eingefräst werden, ist es wichtig, die Lage der Teile genau zu kennzeichnen, da diese nicht einfach gedreht werden können. Die Bauteile werden genau ausgerichtet und die Position der Fräsungen mit einem Bleistift an beiden zu verbindenden Bauteilen markiert. An der Flachdübelfräse gibt es eine Markierung, die die Mitte der Fräsung anzeigt. Diese Markierung wird einfach per Augenmaß am Anriss ausgerichtet. Man muss beim Einfräsen der Schlitze genau darauf achten, dass die Auflagefläche der Maschine ganz genau am Werkstück anliegt. Die gesamte Zagenkonstruktion wird mit Hilfe der Lamellos vor der Verschraubung komplett zusammengesetzt. Hier an der vorderen Querzage sieht man noch die Anrisse für die Flachdübel und das Schreinerdreieck. Das ist sehr hilfreich, um die Teile später in der richtigen Lage wieder zusammenzusetzen. Die vordere Zage wird mit einem weiteren Brett verstärkt, da hier eine Lochreihe zusätzliche Spannmöglichkeiten bieten soll. Hier nun die fertige Zagenkonstruktion, die im Folgenden noch mit sogenannten Pocket Holes verschraubt wird. Das sind Taschenlochbohrungen, die mit einer speziellen Vorrichtung in die Bretter eingebracht werden. Die Vorrichtung, hier der Crack Jig, wird mit einer Spezialzwinge befestigt und die Löcher können schräg in einem bestimmten Winkel bis zu einer festgelegten Tiefe in die Bauteile eingebohrt werden. Es handelt sich im Prinzip um eine Bohrschablone, die den Bohrer genau führt. Die Hülse, in der der Bohrer läuft, besteht aus Hartmetall und ist nahezu unverwüstlich. Der Bohrer kann nachgekauft werden, wenn er stumpf geworden ist. Die Brettstärke von 24 mm muss zuvor an der Vorrichtung und am Anschlagring für die Tiefenbegrenzung am Bohrer einmalig eingestellt werden. Die Bohrungen werden im Abstand nach Augenmaß zwischen den Flachdübelfräsungen eingebracht. Nach dem Bohren sämtlicher Taschenlöcher wird alles wieder zusammengesteckt und ausgerichtet.
Zum Verschrauben werden spezielle Taschenlochschrauben verwendet. Man sollte keinesfalls normale Spanplattenschrauben verwenden, da diese einen Senkkopf haben und das Material spalten würden. Die Schrauben werden komplett im Werkstück versenkt. Diese Spezialschrauben haben den in den USA sehr verbreiteten Vierkantantrieb. Daher benötigt man zum Verschrauben den dazugehörigen Vierkantbit. Wenn beim Zuschnitt eine gute Kreissäge verwendet wird, die absolut rechtwinklige Schnitte produziert, sind auch die Zagen nach der Verschraubung im Winkel. Sehr praktisch hier der Winkelvorsatz für den Akkuschrauber, um auch an schlecht zugänglichen Stellen zu schrauben. Nun wird noch die Lochreihe in die verstärkte vordere Zage gebohrt. Hier mit einem 19 mm Kunstbohrer von Pharmak mit hoher Standzeit. Die Aufdopplung von 24 mm auf 48 mm ist notwendig, um zum Beispiel den Zwingen von Sjöbergs genügend Halt beim Spannen zu bieten. Der erste Bauabschnitt ist nun fertig, die Zagen mit der Werkbankplatte verschraubt und alle weiteren Teile fertig zugeschnitten. Und hier noch einige Eindrücke von weiteren Arbeiten, die im zweiten Teil dieser vierteiligen Videoserie zu sehen sein werden. Unter anderem werden die Spannzange von Veritas installiert und die Löcher unter Verwendung der gelochten Führungsschiene in die Werkbank gebohrt. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.